Wir sind nicht auf dem Campingplatz, auch wenn es so aussieht, sondern wir sind beim Eurex Derivate Forum in Frankfurt. Und natürlich reden wir über Derivate und was alles so kommen könnte. Und glaubt mir eins, wir grillen nicht nur Würste, sondern auch unsere Gesprächspartnerin. Ja, aber ich packe hier noch mal ein, bevor wir nachher über Krypto sprechen, über Regulatorik, welche neuen Produkte kommen und Indizes. Bis dahin mache ich noch mal die Augen zu. Ihr weckt mich, wenn es losgeht. Ach, schön. Autsch, heiß die Lampe. Mann! Große Freude, denn ich habe einen ehemaligen Derivate-Kollegen, also einer, der weiß, wovon er spricht. Und bevor wir jetzt mal hier anfangen, darfst du dir hier aus der Geschenkebox, das also, und hier darfst du reingreifen, nicht gucken. Ne? Wow. Ja, weiß mich da was? Nein, oder? Ja, weiß ich nicht. Au! Oh, das fühlt sich sehr Eins, gut du an. sollst eins rausziehen. Ja, ich habe nur eins, hoffe ich. Guck Und? mal, wie cool ist das Mit denn? was verbindest du das denn, wenn ich dich heute zu Derivaten befrage? Oh, das mache ich jetzt ganz einfach, ganz spontan. Der Markt bewegt sich ab und zu mal ein bisschen so ein bisschen shaky. Du bist ja mittlerweile in Kryptoderivaten unterwegs. Früher haben wir nur Derivate gemacht. Wieso brauchen wir Derivate bei Kryptos? Ja, weil natürlich das Thema Krypto, das Asset Krypto ganz einfach auch momentan in aller Munde ist. Ich sag mal, wir haben eine Institutional Adoption, wie das so schön heißt, im Markt da draußen auch. Und sobald der Markt auch die Institutionellen mit drin sind, dann ist natürlich ganz logisch, und das weißt du und das weiß ich, dann werden auch die Derivate dazu gebraucht, ganz einfach, um Absicherungsgeschäfte und so weiter zu tun. Jetzt bist du bei den Kryptos ja sowieso schon sehr volatil unterwegs. So ein Derivat kann ja nochmal ein Brandbeschleuniger sein, sage ich mal. Taugt doch nicht für alle Leute, oder? Nee, natürlich. Aber ich sage mal so, die Funktionalitäten sind ja genau die gleichen, die wir in unserer alten Welt auch kannten. Auf Aktien, Derivate auf Aktien und so weiter und so fort oder auch auf Rohstoffe. Nicht in jeder Hand ist das Ding auch wirklich funktionell. Also ich sage mal jetzt zum Zocken mit einem riesengroßen Hebel sollte das schon in Händen liegen, die auch damit umgehen können. Hebel, werden nicht alle unsere Zuschauerinnen kennen. Hebel von 10 bedeutet? Dass du im Prinzip ein Investment mal 10 dann hast. Also der Markt steigt jetzt um 1% und wir haben dann 10%, die Position bewegt sich dann. Wenn das in die falsche Richtung geht, kann es aber auch schön gegrillt werden. Ja? Dann wird die Wurst aber heiß. Ne? Don't judge heißt das dann, ja, definitiv. Ja. Ist so. Wir sind immer noch auf dem Eurex Derivate Forum in Frankfurt. Ich habe jetzt einen Index-Spezialisten bei mir, Sahand. Wir kennen uns sogar von früher von der Deutschen Bank noch. Ja. Aber bevor wir ins Gespräch kommen, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Oh, wow. Guck mal, das ist eine Box. Hier ist eine Einfassung, da kannst du reingreifen. Okay. Hand mal rein, nicht gucken. Und nimm mal was raus. Okay, ich glaube, ja. Ja, zeig mal, was du hast. Oh, wow. So, Sahand. Was verbindest du damit für Indizes? Was würde dir direkt einfallen? Was will mir direkt einfallen? Die Eule. Ich sehe die Eule eher als mit ihrer Symbolik für Ruhe und Weitsicht. Schlauen wir unsere Zuschauerinnen doch mal auf. Was ist denn so ein Index überhaupt? Ganz pragmatisch gesprochen, eine Zusammenstellung von Aktien, die irgendein bestimmtes Ziel verfolgen. Sei es Länder, da kennen wir ja den DAX zum Beispiel, hey, wir wollen Deutschland Aktien haben, wir wollen wissen, wie es deutschen Firmen geht. Lass uns doch zusammenbringen, all diese deutschen Aktien, und schauen, wie die sich entwickeln. Das wird dann halt mathematisch berechnet und am Schluss kriegen wir ein Ergebnis. Jetzt hast du direkt Aktien genommen, Aktienindizes, meine Heimat natürlich, da wo wir herkommen. Was bringt euch jetzt auf eine Derivatebörse als Indexanbieter? Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass die Beziehung quasi Index- und Derivatebörse schon seit längerem besteht. Die Indizes, die wir kreieren, die benutzt die Derivatebörse als sogenanntes Underlying, als Basiswert für ihre Derivate. Und dann werden diese Derivate gehandelt auf von uns aufgelegten Indizes. Und das hilft Investoren, ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Investment zu tätigen. Wer sind denn so die Leute, die das dann handeln? Auf der Derivatebörse sind hauptsächlich institutionelle Investoren unterwegs. Die brauchen einen Zugang zur Derivatebörse und von daher sehen wir hauptsächlich Banken oder Portfoliomanager dort handeln. Was sind denn aktuell die 3 Top-Themen, die die Leute interessieren an Indizes? Als erstes AI, ganz klar. Defense and Resilience in Europa, auch
groß Interesse und Quantum Computing. Und wir reden heute wieder über Regulatorik, da gibt es immer was Neues. Und ich habe einen Gast, den habt ihr bestimmt schon mal gesehen, Patrick von Meyer-Braun. Du bist Partner und Kapitalmarktspezialist. Was gibt es Neues bei der Regulatorik? Man wacht auf, ja, man durch den Druck weltweit, dass die Kapitalmärkte gestärkt werden müssen, auch in der EU, sehen wir neue Initiativen, die Sachen jetzt endlich anzugehen. Nach meiner Ansicht immer noch zu langsam. Ja, ich würde gern alles noch viel schneller umgesetzt sehen, weil ich glaube, das ist für alle gut. Wie kommen wir denn jetzt schneller vom Reden ins Handeln? Der Markt kann nur das machen, was ihm aufsichtsrechtlich gegeben wird. Ja, es ist nicht andersrum, dass sich der Markt erstmal entwickelt und dann wird man nachjustieren, sondern jetzt ist es dabei, dass die Regierungen und vor allem die EU die neue Infrastruktur aufsetzen muss, die etwas wettbewerbsfähiger ist, die den Kapitalmarkt, die Fragmentierung innerhalb der EU reduziert, einfachere Zugänge gibt, aber gleichzeitig den Kapitalmarkt auch sicher behält. Das ist so ein bisschen das Schwierige an der ganzen Geschichte, aber da muss man auch mutig sein. Wie sehen denn für dich konkrete Maßnahmen aus, um eine Kapitalmarktinfrastruktur zu stärken? Size matters. Ja, also muss auch Europa starke Infrastruktur haben, mächtige Infrastruktur haben, daneben aber auch Kapitalmärkte, die eine hybride Struktur ermöglichen, also auch innovative Produkte für kleinere Unternehmen, die nicht so sehr im internationalen Wettbewerb stehen, die sich mehr aus der EU heraus finanzieren, die jetzt nicht auf weltweite Kapitalanleger angewiesen sind. Wie würden denn konkrete Maßnahmen aussehen, zum Beispiel für ein Unternehmen im Mittelstand? Kürzere Gesetze, die wesentlichen Punkte adressieren und nicht seitenweise Vorgaben, wie jetzt ein Prospekt aussehen muss und was da mindestens drin sein muss, sondern man zielt jetzt auf Standardisierung der Formate. Das ist ja auch okay, aber man kann auch das Raster erstmal grob setzen. Wenn wir da ein bisschen mutiger werden in Hinblick auf weniger Detailversessenheit, dann geht es nämlich auch schneller. Ja, dann sitzt du mit am Hebel, würde ich sagen. Und zur Not musst du das wie wir machen. Dann grillen wir eben. Wir haben die Wurst, du grillst die Leute. Ja? Ja, guck Aber mal. wenn wir mal ein Markup machen dürften, das fände ich ja ganz toll. Und der Politik mal schicken und sagen, guck mal, so würden es Praktiker machen. Da ist die Kamera, wir können den Call to sowohl Action Investoren stellen. als auch Emittenten kennen und es eigentlich ganz gut austarieren können. Und bei mir sitzt der Maximilian von Eurex Sales. Aber bevor wir loslegen, haben wir ein kleines Gastgeschenk für dich dabei. Okay. Und du darfst da einmal reingreifen in die Box. Wo ist denn die Öffnung? Bei dir. Ja, hier, guck mal. Ohne zu gucken. Ohne zu gucken, selbstverständlich. Ich greife Du rein. greifst ja was raus. Halt mal die Augen zu, ich halte mal die Augen zu. Greif mal rein. Einmal reingegriffen. Was hast du denn Ein Schönes? Feuerwehrauto. Was verbindest du zuerst gedanklich, wenn du jetzt das Auto ziehst? Mit deinem Job? Naja, also so ein bisschen Feuerwehr müssen wir unter Umständen ja auch spielen. Wir hoffen zwar nicht, dass es tatsächlich eintritt, aber es kann natürlich passieren. Und darum haben wir auf der Eurex-Seite eben verschiedene Mechanismen aufgesetzt, um eben genau für diesen Fall gerüstet zu sein und unsere Kunden und ihre Gelder zu schützen. Irgendwas kommt immer. Als hättest du, Also wenn die Sirene nicht geht, geht der Gong. ja, Das ist genau, klar, richtig, ja. genau. Ja. Jetzt ist er weg. Ja. Okay, perfekt. Aber das sind aber 3 mehr als normal, oder? Ja, klar. Was sind denn jetzt konkret die Themen, die danach gefragt werden? Der ganze Komplex um thematisches Investieren. Welche Themen sind es denn konkret? Exposure in Amerika, aber auch Europa. Über dieses themenbasierte Investieren kann man eben diese Exposures miteinander bündeln in Form von Indizes und, sofern gewünscht, zum Beispiel auch noch konkret thematische Indizes oben drauf packen. Das könnte zum Beispiel sein ESG. Gibt es denn auch irgendeinen Trend, wo du gesagt hast, boah, hätte ich gedacht, das muss doch viel schneller fliegen? Ja, was mich anbetrifft, ich bin großer Fan von dem EU Bond Future. Dieser hatte die Eurex ja letztes Jahr lanciert tatsächlich und befindet sich derzeit noch, für meine Begriffe zumindest, in einer zu langsamen Skalierungsphase. Aber wie es so häufig eben der Fall ist mit neuen Produkten, es bedeutet auch immer, dass unterschiedliche Marktteilnehmer sich alle darauf verständigen, das entsprechende Produkt zum richtigen Zeitpunkt zu skalieren. Ich bin hoffnungsvoll, dass es uns dieses Jahr gelingt, aber für meine persönlichen Begriffe hätte es deutlich schneller gehen können. Manchmal musst du halt Geduld haben. Das ist wie mit einer guten Wurst, die braucht halt ein bisschen auf dem Grill. Absolut, ja. Vielen Dank. Die ist nicht so, wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Oh.
Ihr habt jetzt jede Menge Informationen von uns bekommen. Und bestimmt habt ihr auch noch Fragen. Also, ab damit in die Kommentare. Und ich mache mal die Augen zu. Habe ich mir das aber verdient hier.